1967 finden einige bedeutende Ereignisse auf globaler Ebene statt, die politisch, kulturell und technologisch prägend sind. Hier einige der wichtigsten. 27. Juni. Im Stadtteil Enfield Town in London wird von der britischen Bank Barclays der erste Geldautomat der Welt in Betrieb genommen. Der britische Schauspieler Rick Varney hebt als erster Mensch von diesem Automaten Geld ab. Dieses Ereignis revolutioniert das Bankwesen und markiert den Beginn der modernen, bargeldlosen Geldabhebung. 25. August. In Deutschland wird auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin offiziell das Farbfernsehen eingeführt. Außenminister Brandt drückt symbolisch den Knopf für den Start der Farbübertragung, die im PAL-System erfolgt. Dieser Moment markiert den Beginn eines neuen Zeitalters des Fernsehens in Deutschland, obwohl Farbfernsehen erst in den folgenden Jahren in den Haushalten weiter verbreitet werden. 3. September. Dieses Datum gilt als die letzte große Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr und geht in Schweden als Dagen Hoa in die Geschichte ein. Dort herrscht bis zu diesem Datum Linksverkehr. 3. Dezember. Der südafrikanische Chirurg Dr. Christiaan Barnard führt die weltweit erste erfolgreiche Herztransplantation durch. Obwohl der Patient nur 18 Tage überlebt, markiert dies einen Meilenstein in der modernen Medizin. Und dann gab es noch den 1. Juni. Es beginnt in einer bescheidenen Werkstatt im Herzen Süddeutschlands. In Burgstall, einem kleinen Dorf unweit von Stuttgart, legen zwei Ingenieure den Grundstein für eine Revolution in der Automobilwelt. Hans-Werner Aufrecht und Erhard Melcher, beide leidenschaftliche Technikbegeisterte, arbeiten zu dieser Zeit bei Mercedes-Benz, wo sie sich auf die Entwicklung von Hochleistungsmotoren konzentrieren. Doch als Mercedes sich aus dem Motorsport zurückzieht, beschließen die beiden, ihre Leidenschaft in die eigene Hand zu nehmen. Die Geburtsstunde von AMG, benannt nach Aufrecht, Melcher und Groß Asbach, Aufrechts Geburtsort, markiert den Beginn einer neuen Ära. Die beiden Ingenieure haben ein klares Ziel. Sie wollen die Grenzen des Motorsports verschieben und die Serienfahrzeuge von Mercedes-Benz in wahre Performance-Maschinen verwandeln. Der Durchbruch für AMG kommt 1971, als sie mit einem modifizierten Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 am 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps in Belgien teilnehmen. Dieses Fahrzeug, ehrfurchtsvoll die Rote Sau genannt, ist alles andere als ein typischer Rennwagen. Mit seinem massiven V8-Motor und dem schweren Chassis scheint er auf den ersten Blick ungeeignet für die anspruchsvolle Strecke. Doch Aufrecht und Melcher haben das Unmögliche möglich gemacht. Sie haben den 6,3 Liter Motor auf 6,8 Liter aufgebohrt, was zu einer beeindruckenden Leistung von über 420 PS führt. Das Fahrwerk wird angepasst, das Gewicht reduziert und der Wagen aerodynamisch optimiert. Das Team betritt mit diesem Boliden Neuland und sorgt bereits vor dem Rennen für Aufsehen. Während des Rennens zeigt sich dann die wahre Stärke des Fahrzeugs. Trotz seines Gewichts hält der 300 SEL 6.8 AMG mit den leichteren und agileren Konkurrenten mit und überholt sie sogar.
Am Ende des Rennens steht AMG als Sieger in seiner Klasse fest und erreicht den 2. Platz im Gesamtklassement. Dieser Erfolg katapultiert AMG ins Rampenlicht und beweist, dass ihre Ingenieurskunst auf höchstem Niveau ist. Der Sieg in Spa ist nicht nur ein Triumph auf der Rennstrecke, sondern auch ein Meilenstein für das Unternehmen. Er demonstriert das Potenzial von AMG und legt den Grundstein für zukünftige Erfolge. Die Rote Sau wird zur Legende und symbolisiert die Philosophie von AMG, kompromisslose Leistung und Innovationsgeist. Der Erfolg des 24-Stunden-Rennens gibt Aufrecht und Melcher den Anstoß, ihre kleine Firma zu erweitern. Die Werkstatt im Burgstall wird zu klein und so ziehen sie 1976 nach Affalterbach, wo eine neue Werkstatt mit mehr Platz und Möglichkeiten entsteht. Hier arbeiten nun 12 hochmotivierte Mitarbeiter daran, AMG zu einer festen Größe in der Automobilwelt zu machen. Während die Werkstatt in Affalterbach wächst, bleibt die technische Innovation das Herzstück des Unternehmens. 1984 gelingt AMG ein weiterer Durchbruch. Erhard Melcher entwickelt einen 4-Ventil-Zylinderkopf, der die Leistung der Motoren erheblich steigert. Der 4-Ventil-Zylinderkopf ermöglicht eine effizientere Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemischs durch verbesserte Gaswechsel im Motor. Dies führt zu einer signifikanten Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Diese Innovation macht AMG zu einem echten Motorenhersteller, der nicht mehr nur Fahrzeuge modifiziert, sondern eigene Hochleistungsmotoren entwickelt. Mit dieser bahnbrechenden Technologie setzt AMG neue Maßstäbe im Motorsport und auf der Straße. Der nächste große Schritt folgt nur 2 Jahre später. AMG baut einen 5-Liter V8-Motor in ein Mercedes-Benz Coupé der E-Klasse ein. Das Resultat? Ein Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 303 km/h. Der Wagen, der den Spitznamen The Hammer erhält, wird weltweit als einer der schnellsten und leistungsstärksten Serienwagen gefeiert. Diese rohe Kraft und der unbändige Vorwärtsdrang sind zum Markenzeichen von AMG geworden. Doch AMG ist nicht nur auf der Straße erfolgreich. Der Einstieg in den Rennsport wird zur nächsten Herausforderung. 1988 geht AMG eine Partnerschaft mit Daimler-Benz ein, um in der DTM anzutreten, einer der anspruchsvollsten und prestigeträchtigsten Rennserien der Welt. Im ersten Jahr gelingt AMG der erste Sieg, und das ist nur der Anfang. In den Folgejahren dominiert AMG die DTM. Zwischen 1988 und 1993 holt das Team nicht weniger als 50 Siege, ein beeindruckender Beweis für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Mit dem Mercedes-Benz C36 AMG wird der Beginn einer neuen Ära markiert. Dies ist das erste Serienmodell, das in Zusammenarbeit mit Daimler-Benz entwickelt wird und eine direkte Reaktion auf die steigende Nachfrage nach leistungsstarken Luxusfahrzeugen. Der Wagen bietet die perfekte Mischung aus High Performance und Eleganz und eröffnet AMG eine völlig neue Kundenschicht, die Exklusivität und Fahrspaß gleichermaßen sucht. Inzwischen ist man nicht nur auf der Straße und in der DTM eine feste Größe. Seit 1996 stellt AMG die Safety- und Medical Cars für die Formel 1. Diese Fahrzeuge sind die schnellsten und sichersten ihrer Klasse, bereit im Notfall einzugreifen. Die Präsenz in der Königsklasse des Motorsports unterstreicht den Anspruch von AMG auf technologische Perfektion. 1997 tritt AMG in der neu gegründeten FIA GT Weltmeisterschaft als Werksteam an. Mit dem Mercedes-Benz CLK GTR, einem speziell für diese Rennserie entwickelten Fahrzeug, welches auf der Baureihe 208 basiert, setzt AMG neue Maßstäbe. Bereits in der ersten Saison gewinnt das Team die Konstrukteursmeisterschaft. Dieser Erfolg bestätigt die Fähigkeit von AMG, auch auf höchstem internationalen Niveau erfolgreich zu sein. Die Möglichkeit, innovative Technologien unter Rennbedingungen zu testen und weiterzuentwickeln, ist ein weiterer Grund für die Teilnahme an der FIA GT Weltmeisterschaft. Diese Erfahrungen fließen direkt in die Serienproduktion ein und verbessern die Qualität und Leistung der Fahrzeuge.
Das Jahr 2005 beschert uns nicht nur Papst Benedikt XVI., sondern ist auch für AMG ein weiterer Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte. In diesem Jahr, genauer gesagt am 1. Januar 2005, übernimmt die Daimler Chrysler AG 100% der Anteile an AMG und gründet das neue Unternehmen Mercedes-AMG GmbH. Diese neue, enge Verbindung bringt AMG noch mehr Ressourcen und Möglichkeiten, um ihre Vision zu verwirklichen. 2010 präsentiert Mercedes-AMG mit dem SLS-AMG sein erstes eigenständig entwickeltes Fahrzeug. Dieser Supersportwagen beeindruckt durch sein ikonisches Design mit Flügeltüren, die an den legendären Mercedes-Benz 300 SL aus den 50ern erinnern. Unter der langen Motorhaube arbeitet ein von AMG entwickelter 6,3 Liter V8 Motor, der 571 PS leistet. Der Wagen vereint modernste Technologie mit zeitloser Eleganz. Das Chassis und die Karosserie bestehen aus Aluminium, was das Gewicht reduziert und die Fahrdynamik verbessert. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 317 km/h setzt der SLS AMG neue Maßstäbe in seinem Segment. Parallel zur Straßenversion entwickelt Mercedes-AMG den SLS-AMG GT3 für den Rennsport. Dieses Fahrzeug ist speziell für die Teilnahme an GT3-Rennserien konzipiert und entspricht den internationalen FIA-Reglementierungen. Ausgestattet mit Renntechnik und einem optimierten Antrieb wird der SLS-AMG GT3 schnell zu einem Favoriten auf den Rennstrecken weltweit. In der Saison 2011 erzielt der SLS-AMG GT3 beeindruckende Ergebnisse. Mit 26 Rennsiegen ist er das erfolgreichste GT3-Fahrzeug des Jahres. Die Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Fahrverhalten macht ihn bei Fahrern und Teams gleichermaßen beliebt. Der Erfolg des SLS-AMG GT3 unterstreicht die Motorsportkompetenz von Mercedes-AMG und stärkt die Marke im internationalen Rennsport. Die Erfahrungen aus dem Rennbetrieb fließen in die Weiterentwicklung der Serienfahrzeuge ein. Der SLS-AMG GT3 ist ein Paradebeispiel dafür, wie Motorsport und Serienproduktion bei AMG Hand in Hand gehen. Im Jahr 2012 wird das Formel-1-Team von Mercedes-Benz in Mercedes-AMG Petronas F1-Team umbenannt. Dieser Schritt signalisiert die enge Verbindung zwischen der Formel 1 und der Performance-Marke AMG. Das Team investiert massiv in Technik und Personal, um an die Spitze der Königsklasse des Motorsports zu gelangen. Bereits im dritten Rennen der Saison, dem Großen Preis von China, erzielt das Team seinen ersten Rennsieg unter neuen Namen. In den folgenden Jahren dominiert Mercedes-AMG die Formel 1. Von 2014 bis 2020 gewinnt das Team 7 Konstrukteurstitel in Folge und bricht damit den bisherigen Rekord. Fahrer wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Der Mercedes-AMG A45. Auf den ersten Blick könnte man ihn fast für einen ganz normalen Kompaktwagen halten. Ein dezentes Auto, das sich mühelos im Stadtverkehr einfügt, und man könnte meinen, es sei perfekt für den allmorgendlichen Weg zur Arbeit oder den samstäglichen Einkauf. Doch dann entdeckt man die kleinen verräterischen Hinweise, den Panamericana Grill, die größeren Lufteinlässe und die speziellen AMG-Felgen.
All das deutet darauf hin, dass der A45 AMG alles andere ist als ein gewöhnlicher Hatchback. Mercedes führte den A45 erstmals 2013 ein und hier beginnt die Geschichte dieses besonderen kleinen Wagens. Denn dies war der erste richtige Hot Hatch von Mercedes AMG. Und zwar einer, der nicht nur leicht aufgemotzt, sondern völlig neu gedacht wurde. Unter der Haube, die überraschend dynamisch geformt ist, steckt ein 2 Liter Vierzylinder Turbomotor. Und man könnte jetzt versucht sein zu sagen, dass das doch recht bescheiden klingt. Doch weit gefehlt. Denn dieser Motor leistet in der ursprünglichen Variante 381 PS und katapultiert das kleine Auto in etwa 4,2 Sekunden auf 100. Man verfeinert diesen Motor über die Jahre hinweg und in der neuesten Version bringt er es sogar auf 421 PS in einem Fahrzeug, das kaum größer als ein normaler Kompaktwagen ist. Das sind mehr als 200 PS pro Liter Hubraum. Man müsste schon in die Welt der Supersportwagen blicken, um eine solche Leistung aus einem derart kleinen Motor zu finden. Ein klarer Hinweis darauf, dass AMG hier nicht einfach nur einen Motor in einer A-Klasse gepackt hat. Nein, das ist eine hochentwickelte, handgefertigte Maschine, die dazu entwickelt wurde, die Grenzen des Möglichen im Kompaktsportwagensegment auszuloten. Aber Leistung ist hier nur die halbe Geschichte. Mercedes AMG kombiniert diesen Motor mit einem AMG Performance 4matic Plus Allradantrieb, der die ganze Power perfekt auf die Straße bringt. Kein nerviges Durchdrehen der Räder, kein wildes Zappeln beim Beschleunigen, nein, man kann diese Kraft tatsächlich sinnvoll einsetzen. Der Wagen schießt förmlich nach vorne und bleibt dabei überraschend stabil und beherrschbar. Es ist ein Fahrzeug, das sowohl auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten als auch auf kurvigen Landstraßen eine hervorragende Figur macht. Man könnte sagen, es fühlt sich fast wie ein kleiner Sportwagen an, nur eben mit dem praktischen Vorteil eines Kompaktwagens. Und dann ist da noch der Innenraum. AMG hat den A45 mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Man findet hochwertige Materialien, sportliche Akzente und viele technische Spielereien, wie man sie in einem Fahrzeug dieser Klasse vielleicht nicht erwarten würde. Sportsitze, die tatsächlich Halt bieten. Ein unten abgeflachtes AMG-Lenkrad und das neueste M-Bux-Informationssystem mit AMG-spezifischen Anzeigen. All das sorgt dafür, dass man sich sofort wie ein echter Rennfahrer fühlt, auch wenn man nur in die Stadt fährt. Am Ende steht der A45 AMG für das Beste aus zwei Welten. Man kann ihn als Alltagswagen nutzen und sich gleichzeitig daran erfreuen, dass man im Prinzip einen kompakten Supersportwagen fährt. Ein Fahrzeug, das einem die Freiheit gibt, morgens die Kinder zur Schule zu bringen, nachmittags ein paar Runden auf der Rennstrecke zu drehen, sofern man das möchte. (2014) stellt Mercedes-AMG die neuen S63 und S65 Modelle vor und man weiß sofort, dass hier etwas Außergewöhnliches auf uns zukommt. Sie sind nicht nur Autos, sondern fahrende Meisterwerke, die Luxus und Performance in einer Art und Weise kombinieren, wie man es zuvor noch nie gesehen hat. Beginnen wir mit dem etwas kleineren Bruder. Unter der eleganten Haube verbirgt sich ein 5,5 Liter V8 Biturbomotor, der beeindruckende 585 PS und satte 900 Newtonmeter Drehmoment liefert.
Man drückt das Gaspedal und dieses Schiff katapultiert einen in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100. Für ein Fahrzeug dieser Größe und Klasse ist das schlichtweg beeindruckend. Man fühlt sich, als würde man auf einem fliegenden Teppich reisen, der gleichzeitig die Physik herausfordert und dennoch absoluten Komfort bietet. Und dann ist da noch der S65 AMG. Wenn man dachte, der S63 sei schon das Nonplusultra, setzt der S65 noch einen rauf. Unter seiner Haube schlägt ein 6 Liter V12 Biturbomotor, der gewaltige 630 PS und unglaubliche 1000 Newtonmeter Drehmoment produziert. Man sitzt quasi in einem Fahrzeug, das so viel Kraft hat, dass es scheinbar die Erdrotation beeinflussen könnte. Trotz seines Gewichts beschleunigt der S65 in 4,3 Sekunden von 0 auf 100. Nicht ganz so schnell wie der S63, aber mal ehrlich, bei solchen Leistungsdaten spielt das kaum eine Rolle. Hier geht es um das erhabene Gefühl, einen V12 unter der Haube zu haben. Im Innenraum beider Fahrzeuge zieht sich dieses Gefühl der Erhabenheit weiter. Feinstes Leder, handgefertigte Details und die neueste Technologie umgeben einen. Man könnte meinen, man sitzt in einer mobilen 5-Sterne-Suite. Das Energizing Komfortsteuersystem kümmert sich des Weiteren um das Wohlbefinden, indem es Duft, Beleuchtung und Musik perfekt aufeinander abstimmt. Was wirklich beeindruckt ist, wie diese Autos es schaffen, Komfort und Leistung nahtlos zu vereinen. Man gleitet sanft über die Autobahn, abgeschirmt von der Außenwelt. Und doch genügt ein leichter Druck auf das Gaspedal, um zu spüren, dass man in einer wahren Kraftmaschine unterwegs ist. Zusammenfassend sind der Mercedes-AMG S63 und S65 nicht einfach nur Autos. Sie sind technische Meisterwerke, die zeigen, was möglich ist, wenn man keine Kompromisse eingeht. Für diejenigen, die das Beste aus beiden Welten wollen, gibt es kaum eine bessere Wahl. Der Mercedes-AMG GT steht als beeindruckendes Zeugnis für die Ingenieurskunst und den sportlichen Geist von Mercedes-AMG. Als zweites vollständig eigenständig entwickeltes Fahrzeug nach dem ikonischen SLS-AMG wurde der AMG GT auf dem Pariser Automobilsalon der Welt präsentiert. Ihn beschreibt der Ausdruck Balance sehr gut, nämlich die zwischen purer Rennsport-DNA und Alltagstauglichkeit. Angetrieben wird der Wagen von einem kraftvollen 4 Liter V8 Biturbomotor, der in verschiedenen Leistungsstufen angeboten wird. Die Basisversion liefert bereits beachtliche 476 PS und ein maximales Drehmoment von 630 Newtonmetern. In den leistungsstärkeren Varianten wie dem AMG GT-R steigert sich die Motorleistung auf beeindruckende 585 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Diese Power ermöglicht es dem AMG GT-R in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 318 km/h zu erreichen. Das Design des AMG GT ist ebenso ausdrucksstark wie seine Leistung. Die lange Motorhaube, das nach hinten versetzte Fahrercockpit, das sogenannte Greenhouse, sowie das breite Heck verleihen dem Fahrzeug eine dynamische und unverwechselbare Silhouette. Das Cockpit ist konsequent fahrerorientiert gestaltet. Tief positionierte Sportsitze bieten hervorragenden Seitenhalt, während das AMG Performance Lenkrad mit integrierten Bedienelementen eine intuitive Steuerung ermöglicht. Technologisch ist der AMG GT mit zahlreichen Innovationen ausgestattet. Das AMG Speedshift DCT 7G Doppelkupplungsgetriebe sorgt für extrem schnelle und präzise Gangwechsel, was zu einer unmittelbaren Beschleunigung beiträgt. Das AMG Ride Control Sportfahrwerk mit adaptiver Dämpferverstellung hingegen ermöglicht es dem Fahrer, das Fahrverhalten individuell an die jeweiligen Bedingungen oder Vorlieben anzupassen. Aerodynamische Features wie der aktive Heckflügel und spezielle Luftgleitelemente verbessern die Straßenlage und reduzieren den Luftwiderstand.
Der Mercedes-AMG GT ist nicht einfach nur ein Sportwagen, er sprengt die Grenzen dessen, was auf 4 Rädern möglich ist. Es ist, als hätten die Ingenieure von AMG pure Leidenschaft destilliert und in Metall gegossen. Dieses Fahrzeug verkörpert die Essenz von Performance, indem es Renntechnologie direkt auf die Straße bringt und dabei jede Fahrt zu einem Ereignis macht. Für all jene, die nicht nur von A nach B gelangen wollen, ist der AMG GT die Verkörperung des ultimativen Fahrerlebnisses. Kurz gesagt, wenn man weniger erwartet, sollte man sich etwas anderes kaufen. Aber wenn man das Maximum an Fahrfreude sucht, dann ist der Mercedes AMG GT nicht nur die beste Wahl, er ist die einzige Wahl. Der Mercedes AMG C63S. Man könnte denken, es sei einfach eine weitere C-Klasse mit etwas mehr Leistung. Doch schauen wir genauer hin. Denn hier handelt es sich um ein Fahrzeug, das 2015 eingeführt wurde und die Grenzen dessen, was man von einer Mittelklasse-Limousine erwartet, neu definiert. Unter der elegant gezeichneten Motorhaube verbirgt sich ein 4 Liter V8 Biturbomotor. Dieser leistet beeindruckende 510 PS und ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern. Damit beschleunigt er in gerade einmal 4 Sekunden von 0 auf 100. Das sind Werte, die man normalerweise in der Welt der Supersportwagen findet, nicht aber in einem Fahrzeug, das ebenso gut die Familie zum Sonntagsausflug bringen könnte. Interessant ist, dass AMG sich für einen Hinterradantrieb entschieden hat. In einer Zeit, in der viele Hersteller auf Allrad setzen, um die immense Kraft auf die Straße zu bringen, vertraut man hier auf das klassische Layout. Das bedeutet, dass man als Fahrer wirklich gefordert ist. Man spürt die Kraft förmlich, wenn man das Gaspedal drückt und muss das Fahrzeug aktiv beherrschen. Es ist ein Auto, das einen fordert und fördert. Genau das Richtige für jemanden, der das Fahren nicht dem Auto überlassen möchte. Der Klang des V8-Motors ist eine Sinfonie für sich. Tief gerollend und doch kultiviert erinnert er an die goldene Ära der großvolumigen Motoren. Es ist dieser akustische Genuss, der den C63S von vielen seiner Konkurrenten abhebt. Im Innenraum erwartet einen die gewohnte Mercedes-Benz-Qualität, gepaart mit sportlichen Akzenten. AMG Sportsitze bieten hervorragenden Seitenhalt und sind dennoch bequem genug für längere Fahrten. Hochwertige Materialien wie Nappa-Leder, Alcantara und Aluminium zieren das Cockpit. Das AMG Performance Lenkrad liegt perfekt in der Hand und vermittelt ein direktes Lenkgefühl. Verschiedene Fahrmodi ermöglichen es, das Fahrzeug individuell anzupassen. Ob man nun gemütlich im Komfortmodus unterwegs sein möchte oder im Race-Modus die volle Dynamik erleben will. Zusammenfassend ist der Mercedes AMG C63S ein Fahrzeug, das die Grenzen zwischen komfortabler Limousine und reinrassigem Sportwagen verschmelzen lässt.
Ein Auto für diejenigen, die das Besondere suchen und Wert auf Leistung legen, ohne auf Alltagstauglichkeit verzichten zu wollen. Man bekommt hier das Beste aus beiden Welten und das in einem Paket, das sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landstraße zu begeistern weiß. Der Mercedes-AMG Project One, vorgestellt zum 50. Jubiläum von AMG im Jahr 2017, ist ein technisches Meisterwerk und bringt die Formel-1-Technologie direkt auf die Straße. Dieses Hypercar ist mit einem 1,6 Liter V6 Turbomotor ausgestattet, der direkt aus der Formel 1 stammt. Dazu kommen 4 Elektromotoren, die eine Gesamtleistung von über 1000 PS liefern. Damit erreicht der Project One eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h und beschleunigt in weniger als 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Ein besonderes Highlight ist das Boost-System, das durch die Integration der Elektromotoren nicht nur zusätzliche Leistung auf Abruf bereitstellt, sondern auch den Antrieb optimiert. Es sorgt dafür, dass die Verzögerungen des Turboladers nahezu eliminiert werden, was eine sofortige Kraftentfaltung garantiert. Zusätzlich ermöglicht es elektrisches Fahren über kurze Distanzen und unterstützt beim Energiemanagement, was die Effizienz steigert. Das Project One kombiniert die Spitzentechnologie der Königsklasse des Motorsports mit einer beispiellosen Straßenperformance und markiert den Höhepunkt von AMGs 50-jährigem Bestehen als Pionier im Bereich der Hochleistungstechnologie. 2 Jahre später erweitert AMG sein Portfolio mit dem AMG GT Viertürer Coupé, dem ersten viertürigen Modell, das von AMG eigenständig entwickelt wurde. Das Fahrzeug beeindruckt durch sein sportlich aggressives Design mit langer Motorhaube, fließenden Linien und einem kraftvollen Heck. Unter der Haube arbeitet ein 4 Liter V8 Biturbomotor, der im GT63S beeindruckende 639 PS leistet und den Wagen in nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 katapultiert. Mit AMG Performance 4MATIC Plus Allradantrieb, adaptivem Fahrwerk sowie Hinterachsellenkung bietet der Wagen ein präzises und agiles Fahrverhalten sowohl auf kurvigen Strecken als auch bei hohen Geschwindigkeiten. Für umweltbewusste Performance-Liebhaber gibt es den GT63S e-Performance. Als Plug-in-Hybrid kombiniert er den V8-Motor mit einem Elektromotor, um eine Gesamtsystemleistung von 843 PS und ein gigantisches Drehmoment von 1400 Newtonmeter zu bieten. Er sprintet in nur 2,9 Sekunden auf 100 und hat eine elektrische Reichweite von 12 Kilometern. Einen weiteren Meilenstein stellt die Einführung des AMG EQS 53 4MATIC Plus dar, des ersten vollelektrischen Serienfahrzeuges von AMG. Basierend auf dem Mercedes-Benz EQS bietet dieses Modell die gewohnte AMG-Performance mit einer Leistung von bis zu 761 PS im Boost-Modus. Mit diesen Entwicklungen zeigt AMG, dass sie bereit sind, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und ihre Position als führende Performance-Marke zu behaupten. Von einer kleinen Werkstatt in Burgstall zu einer globalen Performance-Marke. AMG steht für Innovation, Leidenschaft und technische Perfektion. Eine Geschichte, die vor über 50 Jahren begann und die heute als eine der einflussreichsten Automobilgeschichten aller Zeiten gefeiert wird. Und das Beste, die Reise ist noch lange nicht zu Ende.